Mit der Entwicklung unserer Industrie, unseres Handels und Exports hängt eng zusammen, dass wir den abgerissenen Faden der Hansa wieder aufnahmen und auf die See hinausgingen. Nur durch starke Berührung mit der See können wir den für uns nötigen, weltumspannenden geistigen Horizont gewinnen. Ich meine nicht den im Himmel oder im Abstrakten, sondern den für den Erdenmenschen auch notwendigen auch hier auf der Erde. Unsere wirtschaftliche Entwicklung ging in den letzten Jahrzehnten, unterstützt von deutschem Fleiß, deutscher Wissenschaft, mit Riesenschritten vorwärts. Darin lag der Stein des Anstoßes für England. Und zwar umso stärker, je mehr seine Tröstmagnaten die ganze Welt als die Zitrone betrachteten, die auszupressen sie das alleinige Monopol hätten. Noch ehe wir eine in Betracht kommende Seemacht hatten, noch ehe ein Flottengesetz da war, das ist festzuhalten, hat sich eine politische Gruppe in England zusammen, die auf ihre Fahne schrieb, Germaniam esse delendam. Die von uns erklärte Seesperre durch die U-Boote ist keine Vergeltungsmaßregel, obwohl wir sie bei dem brutalen Zerreißen alles Seerechts durch England wohl als solche bezeichnen könnten. Unsere Seesperre ist vielmehr unser legales Recht. England sieht aber aus einer gewissen puritanischen Gedankenrichtung heraus alles als Unrecht und sogar als Frevel an, was ihm als auserwählten Volk ungünstig ist. Alles als Recht, was ihm günstig. Auch hat seine politische Leitung es meisterhaft verstanden, den Völkern etwas von dieser Auffassung durch Geschick in der Propaganda und wo erforderlich durch die Faust einzubläuen. Die rücksichtslose, piratenhafte Behandlung der neutralen Schifffahrt ist nicht. Die Knebelung Portugals, die brutale Niederwerfung Griechenlands, welches nur den Frieden für sich wollte, ist ganz in der Ordnung. Als wir aber dem Durchmarsch der Franzosen und Engländer durch Belgien zuvorkamen, nannte man es ein Verbrechen, das nur Barbaren und Hunden ausüben könnten. Doch kurz vor seinem Tode hat mir der Generaloberst von Moltke gesagt, dass er vollständig orientiert gewesen sei über die Stellungnahme Belgiens beim Ausbruch eines etwaigen Weltkrieges. Wer vor dem Kriege die Reden französischer aktiver Minister in belgischen Städten bei offiziellen Gelegenheiten und die sonstigen Vorgänge dort, ich erinnere nur an die Befestigungsfrage von Vlissingen, aufmerksam verfolgt hatte, konnte es auch so wissen. Im Staate Belgien ist durch das sein Verhalten Recht geschehen und nicht Unrecht. Das muss einmal klipp und klar ausgesprochen werden. Der gewaltige Kampf, den Deutschland jetzt führt, geht nicht um Deutschland allein. Er geht in Wahrheit um die Freiheit des europäischen Kontinents und seiner Völker gegen die alles verschlingende Tyrannei des Angloamerikanismus. Den militärischen Sieg haben wir in der Hand. Unsere tapfere Volkswehr zu Wasser und zu Lande verbirgt ihn. Auch der politische Sieg wird uns mit Sicherheit werden, wenn wir das Herz und den bewussten Willen dazu haben. Deutschland kämpft für ein großes Ideal. Deshalb möchte ich in alle Gauen unseres Vaterlandes hinausrufen. Deutschland, wach auf, deine Schicksalsstunde ist gekommen.